Panama ist gesegnet von seiner Lage. Also es hat eine strategisch extrem interessante Lage. Es ist ein relativ kleines Land, also man muss sich so diese Brücke vorstellen zwischen dem großen südamerikanischen Kontinent und dem nordamerikanischen Kontinent. Und auf dieser Achse dazwischen gibt es eine schmale Landverbindung. Und Panama selbst hat nur eine Höhe, sage ich jetzt mal, um es auszudrücken für jemanden, der nur zuhört, von 70 bis 80 Kilometer und erstreckt sich im Pazifikbereich über 1600 Kilometer Küstenlinie und im Atlantikbereich auch über 1000 Kilometer. Ja, also es ist wow, also schon sehr lang, ja, also relativ groß und sagen schmal, aber in der Länge ausgedehnt, ja. Also kann man nicht in 2 Stunden abfahren, sagen wir mal so. Nee, auf keinen Fall. Und dazu kommt eben, aufgrund dieser Landenge, hat man hier diesen Kanal gebaut, den Panama-Kanal. Also es ist quasi die schmalste Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik. Man hat damals noch Nicaragua in Erwägung gezogen, aber aufgrund dessen, dass Panama bezüglich Erdbeben sehr günstig liegt, man hat das auch getestet damals. Es liegt auch außerhalb der Hurrikanzonen dieser Welt. Also es ist strategisch extrem günstig gelegen. Und aus dieser Lage heraus hat Panama die Rolle als Drehkreuz zwischen den Amerikas. Ja? Nicht nur zwischen Amerikas, aber man kann sagen, 8% des gesamten Welthandels läuft über den Panama-Kanal. Es gibt internationale Flugverbindungen, 90 Direktverbindungen in alle Welt. Man kann zum Beispiel nicht von Deutschland nach Paraguay direkt, aber über Panama kommt man überall hin, in jedes Land Lateinamerikas, Nordamerikas, Mittelamerikas, selbst nach Europa, Asien und so weiter. Also es ist eigentlich der Hub, das Drehkreuz im Bereich Verkehr, im Bereich Datenverbindungen. Es führen 7 Datenkabel unter Panama hindurch. Im Bereich Banken, es ist der Bankenhub, es ist der drittwichtigste Sitz der UNO, also neben New York und Genf, Panama-Stadt. Auch die Weltbank verlegt ihren Sitz von Washington nach Panama in Zukunft. Ja, wie lebt es sich dadurch? Die Frage ist gut, weil es ist ja durchaus ein großer Unterschied zwischen anderen Ländern Lateinamerikas. Wenn ich nach Paraguay ziehe, bin ich als Ausländer erkennbar. In Panama kann jeder wie ein Panamaer aussehen, weil Panama ist seit über 100 Jahren durch den Panama-Kanal zigtausende von Ausländern gewohnt. Der Kanal war bis 2000, bis 1999 unter der Herrschaft der USA, also unter der Obhut. Das war quasi ein Staat im Staat, also 8 Kilometer beidseitig des Panama-Kanals war eine Zone, wo die Panamaer selbst Zutritt beantragen mussten. Und insofern sind die panamaischen Bürger Ausländer gewohnt. Und man hat hier sämtliche Kulturen. Also wenn ich auf der Straße laufe, wenn ich nicht gerade Sandalen mit weißen Socken anziehe und kurze Hosen, dann bin ich nicht als Ausländer erkennbar, oder? Genau. Und deswegen lebt es sich hier gut. Also wir fallen mit unserer Lebensweise unter den Radar. Ja, also wir sind nicht diesem Konformitätsdruck ausgesetzt wie in anderen Ländern, die etwas einheitlicher zusammengesetzt sind von der Bevölkerung. Also ich würde mal fast sagen, wir haben hier so eine Art Hafenstadt-Effekt, wo auch, wie das in jeder Hafenstadt früher war, Subkulturen gedeihen können und wo es alles gibt und wo alles möglich ist. Ja. Panama-Stadt selbst ist bekannt durch die Skyline, die ist ganz beeindruckend. Es wird auch das Singapur Amerikas genannt. Ja. Man hat hier wirklich hochmoderne Wohngebiete mit allem Komfort. In den Hochhäusern hat es eigene Swimmingpool-Anlagen, Fitnessstudios, Einkaufsmöglichkeiten, Partyräume und so weiter. Also es ist quasi so eine kleine Stadt da drin. Man muss gar nicht mehr raus. Ja, in Panama-Stadt lebt es sich gut, man kann gut Geld verdienen. Dafür ist dann, je weiter man rausgeht, das Gefälle umso krasser. Also ich sage mal jetzt nur, um eine Zahl zu nennen, wenn hier ein Bankangestellter in Panama-Stadt $3.000 verdient, dann verdient er in 400 Kilometer Entfernung 800. Ja?
und ein Gärtner 300 bis 400. Also es gibt extreme Unterschiede im Lebensstandard zwischen den einzelnen Gebieten von Panama.